Tonight's like fuego. We bout to spill the dinero. We party to the extremo, 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 extremo. So Leute, was macht man natürlich, wenn man nicht Motorrad fahren darf wegen Corona? Genau, man holt sich ein neues Motorrad. Eine Zweitakt, eine Honda CR 125, 2002er Baujahr und natürlich Zweitakt, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Also ich habe richtig Bock, es wird natürlich ein Projekt. Ich will die komplett neu aufbauen. Ich wage mich da einfach mal ran. Ich will hier wirklich Motor auseinandernehmen, den Rahmen putzen. Ich will hier wirklich so viel wie, also eigentlich alles, was geht, auseinandernehmen, putzen, reinigen und dann wieder schön ordentlich zusammenbauen mit den ein oder anderen Extras. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere weiß, aber mein erstes Motorrad war auch eine Zweitaktmaschine. Und zwar war das eine Kawasaki KX 250. Damit habe ich so meine ersten Erfahrungen gemacht. Also war auch eine Zweitakter, die Cover. Und danach kam eine RMZ 125, auch Zweitakter, Motocross. Also ich sage mal so, es ist wieder so back to roots und ich versuche mich an so einem Projekt einfach mal. Ihr wisst ja, ich bin nicht der beste Schrauber, aber ich denke immer, durch solche Projekte und durch solche Umbauten lernt man, glaube ich, schon sehr viel dazu. Ich habe mir wirklich die günstigste Maschine aus dem Netz gekauft. Ich habe dafür 1.900 € gezahlt und im Grunde steht die echt eigentlich ganz gut da, was ich jetzt so auf den ersten Blick gesehen habe. Natürlich zeigt sich das meiste, wenn man es dann auseinanderbaut und dann wirklich in jede Ecke und Kante reinschaut. Das Einzige, was mir nur gleich am Kauf aufgefallen ist, dass der Motordeckel bzw. die Dichtung, die ist nicht ganz dicht, sprich sie verliert ein bisschen Öl. Aber ansonsten schaut die eigentlich wirklich gut aus. Die Gabel ist trocken. Belege hat er mir noch mitgegeben, habe sogar noch ein extra Werkstatthandbuch mitbekommen, also ziemlich praktisch für sowas. Aber ansonsten, ihr seht schon, die Räder sind auch neu. Ansonsten schaut das Ding echt so auf den ersten Blick zumindest ganz gut aus. Fährt sich auch gut, wie ihr gesehen habt. Von daher würde ich sagen, das Projekt kann losgehen. Ich würde sagen, ihr schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr eigentlich mehr so die Zweitakt-Fans seid oder auch lieber auf den langlebigen Viertakter haltet. Ich finde Zweitakt auf jeden Fall super geil. Es ist ja eigentlich schon ausgestorben. Die wird nämlich nur von 2002 bis 2006 war die letzte Baureihe von der Honda, von der 125er. Und seitdem gibt es auch keine Zweitakter mehr, also keine neue Zweitakter mehr. Von daher schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das erste richtige Umbauvideo folgt natürlich, dauert aber wahrscheinlich noch ein paar Tage, wenn das Video draußen ist, weil ihr wisst ja, ich habe noch ein paar andere Projekte hier und da am Laufen.
Von daher bin ich auf jeden Fall ausgesorgt jetzt die nächsten Wochen mit Projekten und mit Videos. Nehmt es mir bitte nicht übel, ich kann einfach nicht fahren. Ich darf hier in Bayern einfach gerade kein Motorrad fahren. Deswegen kommen jetzt so viele Garage Time Folgen bzw. so viele Projekte. Ich finde es aber trotzdem ganz cool, weil meiner Meinung nach kann ich hier auch ziemlich viel lernen und ist einfach mal was anderes. Es wird nach Corona natürlich auch wieder mehr Fahrvideos kommen, ganz logisch, aber jetzt ist es einfach mal so. Ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Peace.